Wie wichtig ist ein Doppelbesteuerungsabkommen, wenn man auswandert? Soll man in ein Land auswandern, das ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland hat, oder ist das eigentlich egal? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Für viele Mandanten ist das Thema Doppelbesteuerungsabkommen nur sehr schwer fassbar. Wenn man sich ein solches Abkommen mal anschaut, dann stellt man zunächst mal fest, dass die eigentlich alle gleich aussehen. Deutschland hat ja so ungefähr 100 Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen, aber die Sprache ist sehr verwinkelt, sehr kompliziert. Das können nur Rechtsanwälte und Steuerberater verstehen. So sagt man sich schnell und möchte sich dann gar nicht weiter damit befassen, weil man den konkreten Nutzen eigentlich für die eigene Auswanderung nicht versteht. Und auch der eigene Steuerberater weiß oftmals nicht weiter, denn vielfach haben Steuerberater nicht gelernt, diese Abkommen zu lesen und sie tatsächlich auch zu verstehen oder dann in der Praxis hier tagtäglich umzusetzen. Schauen wir uns zunächst mal an, welche Szenarien besonders häufig sind, wo es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, was dann greifbar wäre. Hierzu haben wir zum Beispiel ganz klar Umzüge nach Zypern und Malta. Beide Länder haben ein Doppelbesteuerungsabkommen. Wenn man in diesen Ländern lebt, dort eine Gesellschaft gründet, dann ist man hier durch das Doppelbesteuerungsabkommen geschützt. Was das konkret bedeutet, will ich gleich nochmal erklären. Beispiele, wo es keinen Abkommensschutz gibt, sind zum Beispiel digitaler Nomade sein und dann eine amerikanische LLC verwenden. Dann bist du nicht durch ein Abkommen geschützt. Oder auch in Dubai zu wohnen, denn es gibt kein Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Oder zum Beispiel auch in Spanien zu leben mit Beckham Law, das würde genauso darunter fallen, denn auch dann ist das Doppelbesteuerungsabkommen ausgesetzt. Oder auch zum Beispiel in der Schweiz zu leben hier und die Pauschalbesteuerung zu verwenden, also die Besteuerung nach Aufwand, ist ebenfalls eine Situation, wo das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz ausgehebelt wäre. Soweit, so gut. Jetzt fragst du dich vielleicht, na und? Dann haben eben diese Länder kein DBA mit Deutschland, kein Doppelbesteuerungsabkommen. Was kratzt mich das? Wie beeinflusst mich das? Nun, das hängt natürlich sehr stark von deiner konkreten Situation ab. Schauen wir uns mal folgendes Beispiel an. Das Thema Rente nämlich. Ein deutscher Rentner hat eine gesetzliche Rente und eine Betriebsrente. Die Betriebsrente ist sehr viel höher als die gesetzliche Rente. Nehmen wir einmal an, er zieht nun nach Dubai um. Dann sind beide Renten, sowohl die gesetzliche als auch die betriebliche Rente, in Deutschland steuerpflichtig. Nun nehmen wir aber einmal an, er zieht nach Griechenland um. In Griechenland gibt es ja ebenfalls ein Doppelbesteuerungsabkommen. Dann zahlt er sowohl auf die gesetzliche als auch auf die Betriebsrente nur 7% Steuern. Nun nehmen wir einmal an, er zieht nach Italien um. Dann wird die gesetzliche Rente in Deutschland versteuert, aber die Betriebsrente wird in Italien versteuert und auch hier ist ein Steuersatz von 7% möglich. Gerade also, wenn die Betriebsrente ganz erheblich ist, vielleicht war ja der Rentner ein Vorstand davor und kriegt nun eine Betriebsrente im Umfang von mehreren hunderttausend Euro, dann macht das einen dramatischen Unterschied, wie viel Steuern hier tatsächlich bezahlt werden. Und du kannst vielleicht hier schon erkennen, welche Systematik hier gilt. Hier geht es um deutsche Einkünfte, also nicht ausländische Einkünfte. So können wir also jetzt schon feststellen, dass ein Doppelbesteuerungsabkommen immer dann eine Auswirkung hat auf dich oder das Vorhandensein eines solchen Abkommens, wenn du weiterhin deutsche Einkünfte hast oder eben auch nicht ausländische Einkünfte. Denn vielfach in der Steuergesetzgebung wird hier auch von nicht ausländischen Einkünften gesprochen, auf die Deutschland dann möglicherweise noch ein Besteuerungsrecht hat, wenn es eben kein Einkommen gibt. Zweites Beispiel, Krypto. Du hast Kryptowährungen, du ziehst von Deutschland nach Dubai um, du verkaufst dein Krypto und beachtest hier nicht die einjährige Haltefrist, dann sind die Erlöse, die du aus diesen Verkäufen erzielst, noch in Deutschland steuerpflichtig für 10 Jahre. Mal angenommen, du ziehst nun in die Schweiz um. Mit der Schweiz gibt es ja ein Doppelbesteuerungsabkommen. Jetzt ist wichtig in diesem konkreten Fall, dass du dann nicht in einen Kanton umziehst, der aus deutscher Sicht als ein niedrig besteuertes Gebiet gilt. Nehmen wir aber einmal an, du ziehst in die Schweiz um und verkaufst jetzt dein Krypto. Dann hat aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens Deutschland kein Besteuerungsrecht mehr. Die Schweiz hat nun das Besteuerungsrecht.
Und in der Schweiz sind Veräußerungserlöse unter bestimmten Bedingungen steuerfrei, selbst wenn keine einjährige Haltefrist hier beachtet wird. Also, hier haben wir keine deutschen Einkünfte, denn die Einkünfte aus Krypto sind ja nicht deutsch, aber sie sind eben auch nicht ausländisch, weil sich eben Krypto nicht so ohne weiteres verorten lässt. Damit habe ich also nun die Möglichkeit, doch ganz bedeutend Steuern zu sparen. Müsste ich jetzt also dringend Krypto zum Beispiel verkaufen, weil ich die Sorge habe, dass es hier zu einem baldigen, starken Wertverlust kommt, dann ist es also ganz entscheidend wichtig, dass ich dann ins richtige Land umziehe. Wenn ich sowieso die einjährige Haltefrist beachten werde, dann ist es ja wiederum egal. Drittes Beispiel, Gehalt oder auch freiberufliche Einkünfte. Ich hatte von diesem Beispiel ja schon berichtet. Mal angenommen, du bist Schönheitschirurg und du ziehst jetzt nach Dubai um und bist dann aber regelmäßig in Deutschland, um dort zu operieren. Dann muss in Deutschland hier von dem Krankenhaus, was dich beschäftigt für diese Operation, auch wenn du nur für einen Tag da bist, Steuer einbehalten werden, sogenannte Quellensteuer, weil es eben kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Mal angenommen, du ziehst jetzt nach Malta um als Schönheitschirurg. Du hast eine maltesische Gesellschaft und dann fliegst du als Angestellter dieser maltesischen Gesellschaft nach Deutschland und operierst dort. Dann wird in Deutschland keine Quellensteuer abgezogen, denn du lebst ja in einem Abkommensstaat. Dort gibt es eine Betriebsstätte und du bist dort angestellt und lebst dort ebenfalls. Also kommt es hier nicht zum Quellensteuerabzug. Das Ganze kann zum Beispiel dann besonders kritisch sein, wenn du in Dubai wohnst, dort ein Unternehmen hast, von diesem Unternehmen ein Gehalt bekommst und dann regelmäßig hier zum Beispiel für Kundengespräche nach Deutschland fliegst, also jetzt nur zu Besuch und dann letztlich von Deutschland aus arbeitest für deine ausländische Gesellschaft in Dubai. Dann musst du dieses Gehalt, was du dort beziehst, in diesen 2 Tagen, 3 Tagen, 5 Tagen, 7 Tagen in Deutschland versteuern, weil es eben kein Abkommen gibt und du für eine ausländische Firma aus einem Nicht-Abkommensstaat in Deutschland arbeitest. Deklarierst du diese Einkünfte nicht, dann begehst du Steuerhinterziehung. Also, du kannst sehen, ein Doppelbesteuerungsabkommen ist in der Regel sehr sinnvoll und entfaltet eine echte Schutzwirkung. Man sollte das also nicht so ohne weiteres in den Wind schlagen. Es hat schon einen Grund, warum wir vielfach Lösungen in Malta oder auch Zypern empfehlen, weil damit eben die Schutzwirkung dieses Abkommens hier voll entfaltet werden kann. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass du nicht nach Dubai umziehen kannst, aber die Planung, die in einen solchen Umzug dann mit einfließt, die ist vielfach aufwendiger, als wenn du in einen Abkommensstaat ziehst. Und da gibt es eben dann Dinge, mit denen man eigentlich nicht rechnet. Und tatsächlich vielleicht auch K.O.-Kriterien. Wenn du planst, regelmäßig nach Deutschland zu kommen und dich dort aufzuhalten und dann dort zu arbeiten. Ja, das ist ja das, was ich meine. Wenn du Urlaub machst, natürlich kein Problem. Aber wenn du dann dort arbeitest, hier für deine ausländische Gesellschaft, zum Beispiel in Dubai, dann hast du hier sehr schnell ein Problem. Und grundsätzlich wollen wir ja solche Probleme vermeiden. Natürlich, du wirst jetzt sagen, wer wird das rausbekommen, dass ich da aber auch ein bisschen gearbeitet habe. Nun, wir haben schon einige Videos auf diesem Kanal veröffentlicht, wo wir genau solchen Fragen nachgegangen sind. Ich kann dir sagen, wo sowas rauskommt, zum Beispiel bei Betriebsprüfungen. Mal angenommen, du hast einen Kunden in Deutschland, der bekommt eine Rechnung von dir aus Dubai und dann wird der Kunde dazu befragt. Dann kommt relativ schnell raus, dass du regelmäßig in Deutschland bist und Meetings mit dem Kunden hat. Ein anderes Szenario, du ziehst zurück nach Deutschland nach ein paar Jahren. Auch hier kommt es dann regelmäßig zu Nachfragen, was du eigentlich während deiner Zeit im Ausland gemacht hast, wie viel du in Deutschland warst. Und da wird dann ganz genau hier überprüft, was dort gelaufen ist. Ganz besonders einem Risiko ausgesetzt sind natürlich die digitalen Nomaden. Das haben wir auch schon vielfach in Videos besprochen. Dort gibt es eine Reihe von Risikofaktoren, wie zum Beispiel die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Da geht es dann um gewerbliche Einkünfte, aber auch digitale Nomaden, die als Freiberufler tätig sind und auch dann wiederum Tätigkeiten in Deutschland ausführen, haben natürlich ebenso ein Problem, denn freiberufliche Einkünfte und Einkünfte aus unselbstständiger Tätigkeit sind letztlich ja gleich behandelt gemäß der einschlägigen Gesetzgebung zur beschränkten Steuerpflicht. Also daher aus meiner Sicht immer sinnvoll, wenn man ein solches Abkommen verwenden kann. Das gibt dir Planungssicherheit. Die Abkommen sind auf jeden Fall positiv. Manche denken ja, dass sie Nachteile hätten, die Doppelbesteuerungsabkommen, weil da noch Deutschland irgendwelche Informationen zum Beispiel über dich erhält. Das ist aber nicht so. Man kann sagen, tatsächlich ein Doppelbesteuerungsabkommen ist immer positiv und wenn du in ein Land umziehen kannst
das ein solches mit Deutschland abgeschlossen hat, dann solltest du es bevorzugen gegenüber anderen Ländern. Aber wie gesagt, das ist kein K.O.-Kriterium. Man muss dann eben nur einfach sauberer planen. Möglich ist natürlich auch 2 Wohnsitze zu haben, auch wenn das mit mehr Aufwand verbunden ist. Das heißt, auf der einen Seite hast du einen Wohnsitz in einem Land mit Doppelsteuerabkommen, zum Beispiel Malta, aber bist dann trotzdem relativ häufig in Dubai, bist aber dann für deine maltesische Gesellschaft in Deutschland und nicht für eine Gesellschaft aus Dubai. Das wäre zum Beispiel so eine Gestaltungssache. Und natürlich dabei gehe ich davon aus, dass du eben auch einen Wohnsitz auf Malta hast. Wenn das Fragen sind, die auch dich beschäftigen und nachts wach halten, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Das sind genau solche Fragen, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen, schon fast seit 20 Jahren. Wir helfen Mandanten dabei auszuwandern, sich steuerlich im Ausland optimiert aufzustellen, solchen Steuerfallen zu entkommen und natürlich auch Vermögen im Ausland aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.